Hey guys, this is Damien. Thank you for the huge number of questions that you've sent in. Please notice that the FAQ will be in our mother tongue, which is German. So make sure that you click on the white CC button at the bottom of the video to activate the subtitles. Thanks. So, bevor ich loslege, möchte ich nochmal sagen, dass es einfach so viele Fragen waren, dass unser Team leider aussuchen musste, welche wir davon beantworten. Aber wenn ihr gerne irgendwann wieder mal so ein FAQ mit Anna oder mit mir hören möchtet, dann subscribe, gebt einen Daumen hoch, kommentiert. Wir nehmen alles. Ja, und danke fürs Zuhören. Also, legen wir mal los. So, erste Frage. Wie alt bist du? Bis Oktober bin ich noch 20. Wann ist dein Geburtstag? Ja, mein Geburtstag ist am 16. Oktober und falls jemand mir Geburtstagsgeschenke schicken will, im Infotab bei Anna findet ihr die Postadresse. Hattest du Gesangsunterricht? Nein, hatte ich nicht. Ja, denn ich finde, Singen ist einfach etwas total Natürliches, ein Talent, das man für sich selbst einfach entwickeln muss, um irgendwo seinen eigenen Stil zu schaffen. Und das kann man einfach nicht erlernen, wie jetzt Vokabeln oder sowas. Ja. Wie hast du angefangen, Songtexte zu schreiben? Wie habe ich angefangen? Also, an das absolut erste Mal kann ich mich gar nicht erinnern, aber wie es einfach bis heute immer noch ist einfach, dass ich nach krassen emotionalen Ereignissen in meinem Leben dann immer besonders kreativ bin. Also sei es nach einer Trennung, Verlust oder Streit mit Freunden, mit den Eltern. Aber natürlich auch, wenn man sich neu verliebt oder für jemanden schwärmt, so, dann sprudelt es aus mir raus. Ja, genug dazu. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie gehst du vor, wenn du einen neuen Song machst? Ja, da gibt's im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass der Text oder die Textidee zuerst da ist. Dann ziehe ich mich einfach zurück, setze mich ganz altmodisch mit einem Blatt Papier und einem Bleistift einfach hin und schreibe einfach drauf los. Einfach aufschreiben, was mir auf dem Herzen liegt. Und dann schaue ich einfach später, wie ich das musikalisch umsetzen kann. Ja, und die zweite Variante ist dann natürlich, dass man erst die Musik komponiert, welche dann einfach bereits schon so ein bestimmtes Gefühl oder eine Stimmung vermittelt. Und das führt dich dann praktisch auch schon zum Thema. Also du weißt, ja, wenn die Stimmung eher bedrückend, beklemmend ist, dann wird das natürlich kein krasser Partysong, das ist ja klar, ne? Ja, und sobald du die Musik praktisch fertig hast oder sag ich mal das Grundgerüst fertig hast, dann finde ich einfach die Melodien dazu, die Gesangsmelodien und dann schreibe ich den Text dazu. Ja, wie viele Instrumente spielst du? So richtig eigentlich nur eins und das ist meine Stimme, würde ich sagen. Also ich hatte zwar früher Klavier- und Cello-Unterricht, aber am Mikrofon fühle ich mich einfach wohler. So, nächste Frage. Was inspiriert dich? Wie beeinflusst deine Musik andere, beziehungsweise wie siehst du den Einfluss? Da würde ich eigentlich sagen, dass mich die Reaktionen der Menschen am meisten inspirieren. Also, wenn mir jemand jetzt erzählt, dass ihm ein ganz bestimmter Song Kraft gegeben hat, eine schwere Situation zu bewältigen, zum Beispiel, oder wenn jemand schreibt, dass er sich wirklich Wort für Wort mit dem Song identifizieren kann, das ist einfach die größte Bestätigung, die größte Inspiration für einen, einfach weiterzumachen. So, wo würdest du gerne mal hinreisen? Den einen einzigen Ort gibt es nicht, sondern ich würde eher sagen, einmal komplett um die Welt. Die ganzen Weltwunder, Naturschauspiele und so heiligen Orte
Das würde ich sehr gerne mal mir einfach anschauen, weil alles, was so mystisch ist und aus der Vergangenheit und irgendwelche Geheimnisse in sich birgt, das fasziniert mich einfach total. Deswegen würde ich mir das einfach gerne anschauen. Ja, wie viele Sprachen sprichst du? Dadurch, dass wir relativ oft umgezogen sind, Deutsch ist schon mal keine davon. Nee, aber was ich sagen wollte ist, dadurch, dass wir oft umgezogen sind, spreche ich 3 fließend und 2 weitere eigentlich so in dem Maße ausreichend, dass ich im Urlaub damit klarkomme. Wie bleibst du motiviert, wenn du kreativ arbeitest? Wie bleibe ich motiviert? Also in dem Sinne, so einen bestimmten Motivator brauche ich eigentlich nicht, weil ich liebe einfach das, was ich tue. Und wenn du gerade dabei bist, ja, was Neues zu erschaffen, das von Herzen kommt, dann bist du jede Sekunde davon einfach komplett motiviert. Also da brauche ich nicht noch irgendwas, was mich motiviert. Das Schaffen an sich motiviert dich. Ja. So, wieso ist dein Englisch so gut? Hast du das durch Übung perfektioniert? Klar, Übung macht den Meister, aber ich würde sagen, die Basis für mich war die Schule auf jeden Fall, weil ich war da auch in einer Klasse mit verstärkten Englisch. Bedeutet, ich hatte Physik auf Englisch, Erdkunde auf Englisch und einige Fächer noch dazu. Und dann hast du einfach eine ganz andere Basis, wie schon gesagt. Und zusätzlich natürlich noch viel Übung durch Songs, also sowohl durch Songs schreiben, als auch Songs rauf und runter hören, die Texte nachschauen, was bestimmte Wörter bedeuten. Aber auch durch Filme und Serien. Also zum Beispiel Serien schaue ich mir sehr, sehr gerne auf Englisch an mit Originalton, mache mir die Untertitel dazu an und da kann man eine Menge lernen. Deswegen mein Rat an euch, schaut mehr Serien. Wie wärmst du deine Stimme auf vor dem Singen? Also wenn ich ehrlich sein soll, dadurch, dass ich täglich und ständig am Rumsingen bin, was meine Mitmenschen manchmal schon nervt, ist meine Stimme einfach immer im Training und wirklich warm machen muss ich mich in dem Sinne nicht. Spätestens nach den ersten paar Takes in der Session bin ich dann einfach komplett voll da. Ja. Wie ist es so, ein Sänger zu sein? Wie ist es, ein Sänger zu sein? Die Frage möchte ich zurückgeben. Wie ist es so, du zu sein? Was ich damit meine, ist einfach, ich bin auch nur ein Mensch. Ich meine natürlich ein Vampir. Nee, ich meine, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Und ich habe einfach nur das gefunden, was mir Spaß macht. Und indem ich dann auch noch relativ gut bin. Und dann ist es das Normalste auf der Welt. Also das ist nichts Sonderbares in dem Sinne. Und ich glaube ja sowieso daran, dass in jedem von uns irgendeine besondere Gabe steckt. Und wenn ich jeder sage, meine ich auch jeder Einzelne. In jedem steckt irgendeine besondere Gabe, davon bin ich überzeugt. Was halt nur schwierig ist diese Gabe zu entdecken und zu finden. Manchen gelingt es nie, aber man muss es versuchen. Und das Schwierige ist halt, es können die verrücktesten Dinge sein. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass einer der weltbeste Trompetenspieler ist und es nie in seinem Leben rausfinden wird, weil er einfach sich niemals eine Trompete kaufen würde. Ja. So, was wäre dein Ratschlag an Leute, die auch Sänger werden wollen? Ja, der beste Ratschlag ist, macht es einfach. Aber wenn ihr es macht, dann müsst ihr alles geben, was ihr habt und noch ein bisschen mehr. Weil, wenn ihr einfach merkt, die Leute, vor allen Dingen Leute, die ihr gar nicht kennt, dass die darauf positiv reagieren, dann wisst ihr schon mal zumindest, dass ihr auf dem richtigen Weg seid.
Aber es gibt auch keine Garantie für einen Erfolg, ja, und vor allen Dingen für einen finanziellen Erfolg. Deswegen jetzt mein ganz ehrlicher Rat an euch, es ist einfach wichtig, eine Art Absicherung zu haben. Also macht auf jeden Fall zumindest die Schule fertig. Habe ich ja auch. Ja, könnt ihr mehr Duette miteinander machen? Sehr, sehr gerne. Also ich liebe es, mit Anna zusammen im Studio zu sein und Songs zu machen. Wir arbeiten auch gerade an neuen Songs, aber momentan sieht es halt danach aus, dass wir erstmal getrennte Songs machen. Einfach aus dem Grund, weil die Themen sich jetzt nicht so dafür angeboten haben, ein Duett draus zu machen. Aber natürlich schließe ich hier nichts aus. Und sobald wir einen Song haben, bei dem wir einfach beide denken, der ist es jetzt, dann wird es halt ein Duett. Ganz einfach. Und ansonsten müsst ihr halt mit uns erstmal einzeln Vorlieb nehmen. Zur wichtigsten Frage überhaupt. Wenn du eine Kartoffel wärst, wie würdest du gerne zubereitet werden? Oh, Leute. Das ist mal eine gute Frage. Da würde ich sagen, als knackige Bratkartoffel. Gut gewürzt mit Speckwürfelchen, bisschen Zwiebeln dazu. Oh, jetzt habe ich Hunger. Ihr macht mich fertig. So, schnell weiter. Würdest du lieber Früchte oder Salat für den Rest deines Lebens essen? Eindeutig Fleisch. Ja, seid ihr in echt auch ein Paar? Kann man in unecht ein Paar sein? Ich weiß nicht. Das bezieht sich ja sicherlich auf Anna. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, wer sonst in Frage käme. Aber nach den letzten 2 Videos sind wir zumindest eigentlich davon ausgegangen, dass es eindeutig ist. Weswegen uns die Frage doch etwas gewundert hat. Deswegen hier nochmal ein klares Ja? Hast du auch andere Hobbys außer Singen? Andere Hobbys? Ja, also im Grunde das, was fast jeder auch kennt. Ich bin gerne unterwegs mit Freunden, fotografiere ein bisschen. Hab übrigens eine richtig coole, so eine alte Kamera von meinem Dad bekommen. Und ja, bin einfach happy, wenn ich abends nach der Uni irgendwas Entspanntes machen kann. Also ob's Film gucken, eine Runde zocken, einfach Kopf abschalten ist. Ja. So, was ist dein Lieblingsessen? Oh. Ich denke jetzt nur noch ans Essen, ne? Da bin ich aber total altbacken und ja, ich stehe total auf Schnitzel, Bratkartoffeln. Die Frage war ja schon. Im Sommer vor allen Dingen alles, was man auf den Grill packen kann. Und ich verrate euch, dass wenn sich beim Grillen auch ein bisschen Gemüse dazwischen mogelt, ist das auch okay. Meistens zumindest. So, genug vom Essen, weiter geht's. Wie lange kennst du Anna schon? Das ist jetzt seit 8 Jahren. Wie hast du alle kennengelernt und wie war eure erste Unterhaltung? Wen hast du zuerst getroffen? Warte mal, wenn man es genau nimmt, habe ich Annas Bruder zuerst kennengelernt. Ja, weil wir sind im Haus nebenan eingezogen und der Typ hat mich einfach sofort vollgequatscht. Also war eigentlich ganz praktisch, weil ich habe halt Hilfe gebraucht beim Kistenschleppen. Und Anna zum Reden zu bringen war überhaupt nicht einfach. Also ja, entweder rannte sie weg, hat was umgeschmissen oder hat sogar irgendwas zerbrochen vor Schreck. Und also mich hat das irgendwie fertig gemacht, weil sie war einfach so übertrieben schüchtern. Und aber ganz süß. Die ersten Unterhaltungen in dem Sinne waren Grüße auf Papier ans Fenster geklebt. Also sowas gibt's heutzutage gar nicht mehr.
Aber war schon schön. So, kommt dieses Jahr von euch noch neue Musik raus? Und wie war euer erstes Date? War es unbeholfen, schön, aufregend und so weiter? Also der neue Song von Enna kommt im August raus. Ich bin auch im Video mit dabei. Ansonsten schreibe ich halt gerade an meiner Musik und ja, mal schauen. Zum ersten Date. Ja, das war stressig. Ja, total stressig kann man sagen. Stellt euch einfach vor, ihr wohnt in einer super kleinen Stadt mit einem besten Freund, der zufällig auch noch der Bruder der deiner eventuell hast du Glück und verkackst es nicht Freundin ist. Ja, und überall, wo man hingehen könnte, kennt dich wirklich jeder. Und wirklich jeder quatscht dich an. Jeder. Ja, Enna war auch extrem misstrauisch und unsicher und ja, eigentlich will ich gar nicht wirklich darüber reden. Krieg hier auch schon wieder Schweißausbrüche. Das Auge zuckt nervös. Nee, ich sag mal, das 5. Date war dann schon okay.